Sind Sie schon in der Cloud? Nutzen Sie KI in Ihrer Praxis? Das sind diese Hot Topics, von denen wir heute so viel hören. Aber lassen Sie mich mal ein paar kritische Gedanken zu diesem Thema äußern und mit Ihnen teilen. Mein Name ist Alessandro De Vigos, leidenschaftlicher digitaler Zahnarzt seit vielen, vielen Jahren. Und es freut mich, heute mit Ihnen ein paar Gedanken zu teilen. Danke an Andreas Kurbart für die Einladung und fangen wir gleich mal an. Das kennen Sie ja alle. Das ist jetzt die PrimeScan 2. Mit der kann man jetzt eben ohne Kabel in die Cloud scannen. Neben Scannern, die in der Cloud funktionieren, funktioniert es auch die Praxisadministration in der Cloud. Wir haben die Daten in der Cloud und so weiter und so fort. Zum Thema Cloud vielleicht eine kleine Anmerkung. Sie müssen sich bewusst sein, dass Cloud Computing, Cloud Speicher nicht umsonst ist. Also das ist teurer, als man denkt. Das muss man sich bewusst sein. Soll ich jetzt alle meine alten Daten, wir hatten konkret das Beispiel in der Praxis, 10.000, 15.000, ich weiß gar nicht, wie viele digitale Einzelröntgenbilder, die wir über die Jahre oder bald Jahrzehnte geschossen hatten, in die Cloud zu bewegen. Und da kam natürlich dann so das Argument, ja, erstens mal gibt es dann, ich weiß nicht, wie viele Gigabyte oder Terabyte an Daten. Das kostet einmal. Und das Zweite ist, die Daten in die Cloud zu bringen. Ich habe dann gefragt, ja, was kostet so etwas? Dann haben wir gesagt, ja, so 7.000 bis 10.000 Euro müssen Sie rechnen, um Ihre Daten in die Cloud zu bewegen. Das scheint mir dann schon ein bisschen viel, auch für Daten, die Sie vielleicht gar nicht mehr brauchen, die Sie aufbewahren müssen. Jetzt haben wir ja neu eine Aufbewahrungspflicht von 20 Jahren. Da würde ich Ihnen eher empfehlen, ein NAS, also das nennt sich Network Attached Server. Das ist eigentlich ein System mit mehreren Festplatten, die gespiegelt sind, um zu verhindern, dass Daten verloren gehen, in der Praxis installieren. Das als Backup-Lösung für Daten, die Sie noch nicht in die Cloud bewegen können, Röntgendaten, verschiedene andere Informationen. Und dann zu Hause, also außerhalb der Praxis, noch ein weiteres NAS haben, die miteinander kommunizieren und die Daten hin und her bewegen. Und das ist eine relativ günstige Lösung, um das erste Problem der alten Daten, der Datensicherung der alten Daten einfach zu bewerkstelligen. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie gerne auf mich zukommen. Ich helfe Ihnen da gerne mit ein paar Tipps und Tricks. Aber kommen wir zurück auf das Thema DS-Core. DS-Core, vor kurzer Zeit, letzte Woche, war eine Ankündigung, dass man jetzt nicht nur in die Cloud scannen kann. Also DS-Core versteht sich ja neben anderen Plattformen als so eine zentrale Kommunikationsplattform, auf die man seine Scan-Daten lädt, seine Röntgendaten lädt. Es gibt jetzt neu sogar Integrationen von KI-Tools, also Röntgendiagnostik wird gleich in dieser Cloud gemacht. Da wurde uns das Paket, also ich meine so ein Einstiegspaket mal vorgestellt. Für 99 Euro pro Monat hat man so die Basisfunktion. Wenn man wirklich designen will, kostet das 249 Euro im Monat. Okay, tönt mal nicht schlecht. Was mich etwas erstaunt hat, war die Tatsache, dass man nur noch, also PrimeScan, die letzte Technologie, die letzte Generation der Scanner, das macht Sinn, unterstützt. Aber man unterstützt auch nicht mehr die alten MCXL-Maschinen. Persönlich, ich habe noch 2 von diesen Maschinen in meiner Praxis, die funktionieren wunderbar. Wir warten die regelmäßig, die werden noch einige Jahre halten und sind meiner Meinung nach ja mindestens genauso präzis in der Fertigung. Und da kommt immer dann mein Tipp: Geben sich Mühe, Ihre Zähne sauber zu präparieren, dann passt fast alles, was Sie mit CAD/CAM produzieren, auch auf Ihre Zähne und führt zu einer besseren, langlebigeren Versorgung. Aber das ist so eine andere Randbemerkung zum Thema Präparation, CAD/CAM-gerechte Präparation. Aber wieso werden dann diese alten Systeme nicht mehr unterstützt? Die Antwort von
Dentsply Sirona ist klar, es geht um Innovation. Man muss ja weiterkommen. Geräte, die schon so lange auf dem Markt sind, werden irgendwann mal ersetzt werden. Aber was passiert mit einer großen Zahl von Anwendern, die immer noch diese in Anführungs- und Schlusszeichen alten Geräte einsetzen? Bleiben die jetzt außen vor? Da kam im Moment noch keine klare Antwort. Also ich hoffe, dass da noch eine klare Antwort von Seiten Dentsply Sirona kommt, wie, ob es da einen Workaround, wie das so schön heißt, gibt, um dieses Problem zu lösen, dass ich nicht jetzt hingehen muss und mir eine Prime Mill zu kaufen, neben meinen 2 MCXL-Maschinen. Da gibt es ja jetzt diese Prime Mill Lite, mit der man nur Kunststoffe oder Hybridmaterialien schleifen kann, eine mittelgroße Prime Mill und dann die große Prime Mill, die ich jetzt für meine Praxis anschaffen müsste, um das, was ich bisher in der Praxis anfertige oder Formschleife, wie das so schön heißt, auch machen kann. Also da reden wir dann wieder von 55.000 Euro, die man investieren muss, obwohl man ganz ehrlich gesagt dieses Gerät nicht bräuchte. Da stellt sich natürlich die Frage, da stellt sich natürlich die Frage, was mache ich jetzt? 3D-Technologien sind im Vormarsch. Ähm, Da muss man das auch vielleicht kritisch anschauen, dass die 3D-Materialien noch nicht das Äquivalent sind von einer Lithium-Disilikat, Feldspat, Zirkonoxid-Keramik. Aber da geht es vorwärts und die Zukunft ist sicher, liegt sicher im 3D-Druck oder in einer Kombination von verschiedenen Systemen. Die Antwort auf den 3D-Druck von Seiten Dentsply Sirona und anderen Herstellern ist ja jetzt, das Ding schneller zu schleifen. Da habe ich jetzt konkret aber noch keine Antworten bekommen, auf Kosten von was geht das, wenn ich ein Inlay in 2 Minuten schleife? Ist das mit derselben Präzision oder muss ich da gewisse Kompromisse in Kauf nehmen, wenn das Inlay nicht in 10 Minuten, sondern in 3 oder 2 oder wie lange, wie schnell immer geschliffen wird? Das müssen wir auch mal abwarten, wie das sich entwickelt. Aber nochmal zurückzukommen, soll ich mir jetzt eine neue Prime Mill kaufen für 55.000 oder doch lieber sagen, eventuell schaffe ich mir einen oder 2 3D-Drucker an. Persönlich finde ich jetzt von SprintRay dieses Midas-System sehr spannend mit diesen kleinen Kapseln, was für die normale Praxis, die sagt, Einzelzahnversorgung oder wenig oder kleinere Elemente sind das tägliche Brot, bietet sich das an, wo man sagt, okay, ich mache Chairside, Kronen, Inlays, Onlays gedruckt, mit den Vorteilen, die Sie in verschiedenen anderen Vorträgen auch sehen und hören werden, was der Unterschied zwischen 3D-Druck und Fräsen, Schleifen und Fräsen ist. Und ergänze mein Portfolio in der Praxis, sage, okay, es gibt Dinge, die mache ich weiter mit meinen MCXLs, es gibt Dinge, die 3D-drucke ich und schicke dann halt Arbeit wieder ins Labor. Ich scanne das ein, das funktioniert ja über die Cloud, schicke dann die Daten zu meinem Labor, drucke das Provisorium aus, setze das Provisorium ein und habe dann einen kombinierten Workflow. Ich befasse mich gleichzeitig auch mit dem Thema 3D-Druck. Und die 3D-Drucker, da reden wir ja von 10.000 bis 15.000 Euro, also nicht so hochpreisig. Man muss aber auch klar sagen, zum Beispiel dieses Midas-System, meiner Meinung nach, hat hohe Materialkosten. Alle 3D-Druckerhersteller sagen, ja, okay, eine Krone kostet 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro. Bei dem Midas-System reden wir dann schon von 20 Euro, weil das ein ganz anderes Konzept ist mit diesen Kapselsystemen. Das ist mir klar, da gibt es mehr Abfall. Das kann nicht diese 3, 4 Euro kosten. Das muss mehr kosten und wir hoffen natürlich in der Zukunft, dass da die Preise etwas runtergehen. Vielleicht haben die sich auch orientiert an den Preisen von den Keramik- oder Kunststoffblöcken, die sich auch zwischen 20 und 30 Euro bewegen. Also wird ja oft geschaut, was verrechnen andere Hersteller für gewisse Produkte im Markt. Also das sind so grundsätzliche Überlegungen, die Sie sich machen müssen, bevor Sie sagen, okay, ich setze jetzt voll auf die Cloud in allen Bereichen. Wir haben diesen Schritt getan, sind uns aber bewusst, dass es da auch ein paar Dinge gibt, die man
berücksichtigen muss. Um das nochmal kurz zusammenzufassen. Also grundsätzlich für mich eindeutig die Zukunft, sei es jetzt mit der Prime-Scan, mit Trios. VS-Core hat sich übrigens auch geöffnet für 3 Shape-Scanner, weil sie gemerkt haben, okay, lieber haben wir Leute, die mit 3 Shape dann scannen und auf unserer Plattform designen und sich vielleicht dann eine Prime Mill kaufen und so einen gemischten Workflow in der Praxis dann anstreben. Also da gibt es natürlich viele Ideen. Also das ist schon mal der erste Schritt. Der zweite Schritt, sollten Sie ein DVT oder Röntgengerät haben, dann kann man diese Daten natürlich auch dort in diese Cloud laden. Muss aber auch sehen, neben DSCore gibt es auch die Smile Cloud von Straumann, es gibt DiagnoCat, es gibt ganz viele Pearl, es gibt wirklich eine große Anzahl von Anbietern von Cloud-Lösungen, die auch KI-Tools, die sich vor allem um die Diagnostik kümmern, also Röntgendiagnostik. Wer da noch nicht auf KI setzt, der sollte sich damit wirklich auseinandersetzen. Das macht nicht nur Spaß, es macht die Arbeit effizienter, es macht die Kommunikation mit den Patienten viel besser. Aber nochmal zurückzukommen. Scannen in die Cloud macht Sinn. Ob wir jetzt schon in der Cloud designen müssen, aus der Cloud heraus schleifen müssen, sei jetzt dahingestellt. Und etwas, da schmunzle ich immer, wenn die Hersteller uns sagen, sie können von zu Hause aus arbeiten. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie aus der Praxis gehen, nach Hause gehen, dann bitte schalten Sie ab, fahren Sie runter, weil nicht umsonst hört man heute auch immer mehr von auch jungen Kolleginnen und Kollegen, die mit mentalen Problemen kämpfen, die Burnouts haben etc., weil sie den ganzen Beruf als zu stressig empfinden. Also private Zeit sollte private Zeit bleiben. Und denken Sie nicht, dass Sie in den Ferien jetzt irgendwelche 3D-Designs machen wollen oder am Wochenende arbeiten wollen. Das können Sie machen, wenn Ihre Kinder aus dem Haus sind, wenn Sie nichts mehr anderes zu tun haben. Aber sonst meine Empfehlung ist schon, versuchen Sie in Ihrer Praxiszeit so effizient wie möglich zu sein, Dinge dort zu erledigen, dass wenn Sie denn den Praxisschlüssel umdrehen oder Sie aus der Praxis nach Hause fahren, gehen, laufen, mit dem Rad, was auch immer, dass Sie dann wirklich private Zeit für sich, für Ihre Familie haben. Das ist wirklich etwas Essentielles, etwas ganz Wichtiges für Sie, für Ihre Gesundheit, für Ihr Wohlbefinden, für den Spaß an der Freude. Das sind die wichtigen Dinge im Leben. Also Cloud Computing, Cloud Scanning, KI, wieder ganz wichtige Dinge. Sie werden an dem Anlass, an dem CEREC Live-Event, an dem wir jetzt uns befinden, noch viel mehr zu diesen Themen hören, wie diese ganzen Technologien Ihren Alltag beeinflussen können. Und wenn Sie eine Frage haben, dann schauen Sie vielleicht mal auch auf Dental TV vorbei, mein YouTube-Kanal, den ich vor ein paar Monaten jetzt gestartet habe und der sich bis jetzt so einer guten Beliebtheit erfreut. Wir sind jetzt schon bei über 16.000 Subscriber. Dort geht es dann um Fotografie, um Literatur. Ich mache Interviews mit Experten, Wellbeing. Einfach das Thema oder die Strategie dort ist, Sie stellen Fragen und ich antworte mit einem Video. Das hat bis jetzt ganz gut geklappt. Vor allem freut mich jetzt die Serie, die ich gestartet habe zum Thema Literatur. Das vielleicht noch als kleine Randbemerkung zum Schluss. Viele von uns lesen zu wenig. Das mag viele Gründe haben, dass man keine Zeit hat. Wie gesagt, anstatt zu Hause dann CEREC-Konstruktionen zu machen, würde ich lieber mal einen Artikel lesen. Aber viele wissen gar nicht, wie man Literatur sucht, findet, wie man Literatur interpretiert und wie man diese Ergebnisse auch in den täglichen Arbeitslauf integriert. Dazu habe ich eine ganze Serie, also ich habe jetzt schon 13, es wird am Schluss, glaube ich, 16 Videos sein, diese Thematik abhandeln. Das empfehle ich Ihnen wärmstens. Es kostet nichts, ist wirklich alles umsonst. Meine Erfahrung für Sie, weil ich denke, ich bin in einem Punkt meiner Karriere angelangt,
wo ich gerne meine Erfahrungen mit Leuten, mit Kolleginnen und Kollegen da draußen teile. Würde mir nur ein bisschen wünschen, mehr Interaktion zu erreichen, zu generieren. Die dentale Community traut sich nicht so recht, aus dem Ofen hervorzukriechen, hinter dem Ofen hervorzukriechen und miteinander zu reden, weil das, was auch Andreas Kurbat da macht, miteinander Events zu organisieren, Informationen auszutauschen, das sind die Dinge, die die Zahnmedizin weiterbringen. Davon sollten wir mehr haben, davon sollten wir mehr machen. Also eine kleine Aufmunterung zum Schluss. Schauen Sie mal auf Dental TV bei YouTube vorbei. Schauen Sie auch den CEREC Club und alle Aktionen oder Events, die Andreas Kurbat so im Schilde führt, an. Da kann man wirklich viel lernen, weil es praxisrelevante Informationen sind. Und wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie. Also, mein Name Alessandro De Vigus, Zahnarzt aus der Schweiz, und Sie finden mich auf Instagram, auf LinkedIn, auf YouTube. Sie können mich auch anrufen. Dentist.ch ist meine Domäne. Also, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß mit dem Event von Andreas Kurbat und allen Kolleginnen und Kollegen around the globe. Und ja, bleiben Sie gesund. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste, dass Sie gesund bleiben. Bis bald und tschüss. Dental TV 100% free. Is this possible? Maybe some people are thinking, there's a hidden catch, something. No, there's nothing behind that. Honestly, I started Dental TV some years ago with the idea in mind to make a little side income, asking some colleagues around the globe if they want to participate in this interesting project, sharing their passion, sharing their knowledge with especially the younger generation. But it ended up always in discussion about money. So I decided, also after talking to the Buddhist monk, to make this Dental TV 100% free. And I also decided, well, not to talk to dentists over 40 anymore. Well, I'm kidding, but I need people that are not narrow-minded. Open up your mind. Learn what you need for your professional and private life. And that's what Dental TV is all about. Giving you video, photo, literature, expert interviews, well-being, marketing, you name it. If you have a question, we answer this with a video. That's the concept behind Dental TV. Ask, watch, master. Well, and if you're interested in elevating your skill to widen your horizon, you're the right person to join Dental TV now for free. Available on the web, dentaltv.app, but also for your iOS or Android device. And if you have any questions, drop them in the comments or send me a direct message. I'm looking for you to join this growing community. Every day, people from around the world are joining Dental TV. I'm counting on you.